So, hello, ladies and gentlemen, and welcome in our little booth in our in-house fair today at the LTSS. Just for the records, it's the 28th of January 2021, and I'm proud to welcome you, as I said. My name is Carsten Wippler, and I'm the general manager of the LTS. I entered this company in April 2019 after a joint development project, and I'm happy to be here ever since. Why is this? So the LZS is an engineering service provider and testing service provider with a kind of unique value chain. This said, we have the lightweight design in our name and in our purpose, but what does lightweight design mean? So we tend to create load-bearing structures supposed to excel in their given design space. So we try to provide the best mechanical performance, the best carbon footprint, the best serviceability, so the least and little as possible total cost of ownership. So lightweight with respect, as I said, to the weight, but not only to the carbon footprint and to the costs associated. So from my perspective, this is a dream for every engineer to work at the LTS, and I'm very happy that you, our customers, brought us to the year 2020, and that's why we're here today. So 2020 was an interesting year for every one of us and also for our engineers at the LZS, and we made it through, and I'm happy that we are here in 2021, and let's see what's ahead of us. I have to start with a slight change in our schedule because after reviewing our participants list, we decided to switch the language of our presentation. So, and we will provide a subtitled recording afterwards, but the main talks will be held in the German language. So sorry for the English audience, but I think it's the better approach for most of our audience. Maybe a little word to my person. As I said, I'm the general manager, Carsten Wippler. I'm 43 years old, and with being 43 years old, I'm the second oldest engineer already. And that's what's kind of a unique selling point of the LZS as well. We are all young, we are all hungry, we are all well educated, and this is a blast to work here. And with this said, I want to switch to the German language already, and so sorry for the English speaking audience, but you're welcome to contact us directly afterwards. And of course, we are here for you in the language of your choice. Thank you very much. So, damit sind wir bei der deutschen Sprache angekommen. Ein paar kleine Regeln vielleicht, um uns besser folgen zu können. Vollbild funktioniert sicher am besten. Die Chatfunktion kann gerne genutzt werden. Wir werden im Nachgang auch die aufgekommenen Fragen beantworten. Und ja, wie gesagt, es wird eine Präsentation mit Untertiteln geben. Ich sagte eingangs, das LZS steht für Strukturbauteile. Strukturbauteile, die eben nicht nur Steifigkeits- und Festigkeitsanforderungen erfüllen, sondern einfach in ihrer Art der Ausführung über das hinausgehen, was man vielleicht als Stand der Technik beschreiben würde. Wir versuchen uns immer an dieser Messlatte entlang zu orientieren und versuchen eben mit unseren Kunden eben die bestmögliche Lösung im geltenden Regelwerk, im geltenden Materialuniversum zu schaffen. Und um das hinzubekommen, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, will ich ein paar Worte zu dem, was unsere Wertschöpfungskette ist, verlieren. Typischerweise fangen wir mit einer Art Machbarkeitsstudie an, die sicherstellt, dass wir eine klare Aufgabenstellung haben, die aber auch sicherstellt, dass der Kunde weiß, was er zu erwarten hat, dass er weiß, was er bekommt. Und in dem Zusammenhang ist es uns immer wichtig, dass man das Marktumfeld, das Regulierungsumfeld, die Stückzahlanforderungen, die Erfahrung der Kunden mit Blick auf Herstellprozesse, Materialauswahl und dergleichen frühzeitig berücksichtigt, um dann eine klare Marschroute zu haben. Danach schließt sich unser, wie ich es mal nennen will, integrierter Entwicklungsprozess an. Hier ist es eben ganz wichtig, dass wir nicht nur konstruieren und simulieren, sondern dass wir auch eine sehr starke Prüfgruppe haben, wo wir Kennwerte, die sich potenziell durch Prozesseinflüsse, durch Wärmebehandlung, durch Aushärteprozesse und dergleichen ändern können, die in einer Prüfplatte anders sein können als im fertigen Bauteil, durchaus berücksichtigen können. Darüber hinaus sind wir so aufgestellt, dass eine Trennung aus Konstruktion und Simulation nicht mehr existiert. Wir haben natürlich Konstruktionsspezialisten, wir haben natürlich Berechnungsspezialisten, wir haben aber auch Generalisten. Und mit der steigenden Reife unserer Entwicklung ändern sich dann auch die beteiligten Personen. Es ist immer Ziel, möglichst interdisziplinär unterwegs zu sein. Das heißt, in einer frühen Variantengenerierung
eben direkt für die Berechnung die Konstruktion zu erzeugen, damit dort eben eine hohe Schlagzahl erreicht werden kann und nicht, was leider häufig der Fall ist, Schnittstellen existieren, die dafür sorgen, dass einer der Beteiligten nicht mehr Schritt halten kann. Und dann wird es halt interessant, wir sind halt auch in der Lage, Prototypen herzustellen, die es eben ermöglichen, für den Kunden einen frühzeitigen und zuverlässigen Serienanlauf zu gestatten. Und als letzter Schritt in der idealen Welt ist es so, dass wir dann auch ganze Systeme und Komponenten testen können, um auch da eine entsprechende Absicherung zu schaffen. Das heißt, Leichtbau im Sinne von, es fällt Ihnen leicht, mit uns zu arbeiten und die Lösungen, die entstehen, passen einfach in diese Welt. Und dann macht es halt einfach Spaß und deswegen bin ich jeden Tag gerne hier. Wenn man jetzt mal schaut, wie sich das letzte Jahr und dieses Jahr entwickelt haben, dann habe ich hier mal eine kleine Übersicht zu den Branchen und Projekten, die wir bearbeitet haben. Was auffällig war, ist, dass die Projektanzahl nach oben gegangen ist letztes Jahr, die Projektvolumen etwas gesunken sind, dass der allgemeine Maschinenbau deutlich angezogen hat, dass aber kurioserweise die Automobilbranche gar nicht so stark zurückgegangen ist, wobei es trotzdem eine Veränderung gab. Die Beauftragungen durch die OEMs sind geringer geworden, die Beauftragungen durch hochmotivierte Tier Ones und sonstige Zulieferer haben zugenommen, weil da einfach die Wertschöpfung sich ein Stück weit verschoben hat. Und da sind wir halt natürlich der richtige Ansprechpartner, weil Sie sehen, der Branchenfokus, den kann man gar nicht als solchen bezeichnen. Wir haben eine gute Diversität, was auch sichergestellt hat, dass wir gut durch das Jahr gekommen sind. Und einfach weil es diese Diversität gibt, sind wir auch immer in der Lage, für jeden Kunden in jedem Projekt einfach den Tellerrand wieder ein Stück zu verschieben. Also wir kennen Lösungen aus anderen Branchen, die sich potenziell in eine neue Branche in irgendeiner Form übersetzen, transponieren, adaptieren lassen, sodass die entstehende Lösung potenziell zum Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden führt. Und das ist dann, was Spaß macht. Natürlich ist es so, dass auch wir Grenzen haben. Wir sind 40 Personen im LZS. Wir sind jung, uns fehlen Erfahrungswerte und deswegen ist es schön, an einem Standort wie Dresden zu sein. In Dresden existieren Netzwerke, die geschlossen werden zum gegenseitigen Vorteil. Und das führt halt dazu, dass wir liebgewonnene Partner haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Und für die Zusammenarbeit ist es halt eben wichtig, dass wir alle gesund bleiben. Das ist ein großes Thema, was uns gelungen ist im letzten Jahr, dass wir mit unseren Partnern eben gut arbeiten konnten. Und da bin ich bei den Netzwerken. Wir haben am Standort, hier ist ein Bild von mir und Professor Fleischer, Geschäftsführer und Mitinhaber der IMA, einen tollen Partner, wenn es darum geht, Systeme zu testen, die über unseren Horizont hinausgehen. Und hier, das Bild stammt aus einer geschlossenen Partnerschaft zum Thema Wasserstoffdrucktankentwicklung, sprich der Systemtest und Tests, die wie gesagt unsere Möglichkeiten übersteigen, für die IMA und für uns halt das Engineering. Unten drunter haben wir den Professor Mike Gude, Sprecher des Vorstands des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik und Lehrstuhlinhaber am ILK. Und naja, wir hatten letztes Jahr eine Kundenumfrage, wie wir sie jedes Jahr machen, und da war eben die Hoffnung, dass man die Rücklaufquote erhöht, und das haben wir in der Form getan, als dass wir sozusagen die Rückläufer mit einer kleinen Summe belegt und am Ende an den Junior in GmbV überwiesen haben. Und beim ILK, das ist unsere ehemalige Mutter, existiert halt eine tolle Zusammenarbeit auch dahingehend, die uns eben ermöglicht, möglichst nah am Puls der Forschung zu sein und eben Dienstleistungen zu erbringen, die über das hinausgehen, was man von einem normalen Ingenieurbüro erwarten kann. Erwarten auch deshalb, weil wir über das ILK und entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit der TU Dresden in der Lage sind, eben auf Hardware und Prüftechnik und Produktionstechnik zurückzugreifen, die ihresgleichen sucht. Also auch da eben nah an einem möglichen SOP sind, also eben Lösungen bereitstellen können, die sich dann auch in der Praxis bewähren. Und ja, mit dem kleinen Eindruck aus der, sag mal, Management-Perspektive möchte ich jetzt schon übergeben. In der Folge werden Sie den Herrn Kai Steinbach erleben. Das ist der Leiter unserer Entwicklungsabteilung, und danach den Herrn Ralf Bochinek, das ist der Leiter unserer Bauteil- und Systemtests. Insofern möchte ich mich zunächst bedanken. Ich werde mich dann gegen Ende nochmal ins Bild stellen und hoffe, es ist noch so, dass Sie alle ein Lächeln im Gesicht haben, und insofern vielen Dank bis hierhin. Ja, vielen Dank, Carsten. Da wir hier mehrere im Raum sind, haben wir uns mal die Maske gegeben. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuseher. Ich habe schon gesehen, im Chat geht's los. Die ersten Fragen trudeln ein, das ist sehr schön. Es scheint also dem einen oder anderen was unter den Nägeln zu brennen. Carsten hat es gesagt, mein Name ist Kai Steinbach, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin verantwortlich fürs Engineering
Das Engineering am LZS, das sind also 15 Ingenieure, Berechner, Generalisten, Konstrukteure, breit gefächert. Und in den nächsten Minuten habe ich hier ein paar Beispiele vorbereitet, an denen ich Ihnen kurz darstellen will, wie wir arbeiten, was wir machen, was so Ideen sind, die wir unseren Kunden mit zur Verfügung stellen können. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen da eine Anregung und eine Idee dabei ist, sodass wir dann im Nachgang vielleicht auch Ihre Probleme mit anfassen können und Ihnen mithelfen können. Das erste Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, und ich habe mich bewusst ein bisschen weg von den Anwendungen bewegt, wo man so ganz klassisch über Leichtbau nachdenkt, also Luftfahrt und Raumfahrt vielleicht. Das erste Beispiel ist ein Lufteinlaufgehäuse für eine Gasturbine. Gasturbine sprechen wir hier von Gasturbinen für die Energieerzeugung, speziell Blockheizkraftwerke in etwas größerer Dimension. Und logischerweise, wie bei jeder Gasturbine, müssen sie irgendwie die Luft da reinkriegen, um dann Energie aus ihr zu gewinnen. Bei unserem Kunden hier, die Firma MAN, war bis jetzt dieses Lufteinlassgehäuse wegen seiner doch aerodynamisch anspruchsvollen Geometrie ein Graugussgehäuse. Das hat man kundenseitig gleich mit benutzt, um durch dieses Graugussgehäuse auch Lasten, also mechanische Lasten zu transferieren, nämlich die also den Generator mit der Turbine verbunden haben. Jetzt plant man natürlich auch im Zuge der Energiewende größere Turbinenleistungsklassen zu erschließen und hatte festgestellt, dass man mit der Graugusstechnologie hier an mehr oder weniger vor allem eine logistische Grenze kommt. Eine logistische und gusstechnische Grenze, weil einfach die Einlaufgehäuse dann eine Dimension erreichen, die im Werk kaum noch zu handeln sind, die auch auf den Transport, auf den weltweiten Transport Probleme machen, weil es einfach viel zu schwer wird und die auch gusstechnisch problematisch sind. Und hier kam also die Idee auf, wie kann man mit Faserverbunden eine Lösung schaffen, dem Kunden quasi seine Schmerzen aus logistischer Sicht zu nehmen und gleichzeitig aber die Funktion des Bauteils zu gewährleisten. Und hier haben wir gemeinsam mit dem Kunden eine hybride Lösung erreicht. Wir haben also einen Bereich, der weiterhin die Lasten transferiert zwischen Generator und Gasturbine. Der ist weiterhin eine Gusskonstruktion. Da muss gar nicht so viel geändert werden, die bleibt quasi bestehen in ihrer bisherigen Konstruktion. Kleinere Anpassungen müssen gemacht werden, logischerweise. Und die eventuell niedrig belasteten Strukturen, die nur in Anführungszeichen die Luftführung übernehmen, also die im Wesentlichen nur aerodynamische Lasten sehen, die haben wir aus einem relativ preiswerten GFK an der Stelle designt und konnten so innerhalb von einer Projektlaufzeit, also damit Sie mal eine Vorstellung haben, da reden wir hier ungefähr über ein Jahr bis zum Prototypen, und konnten dem Kunden also eine Lösung bereitstellen, die ihm seine Schmerzen genommen hat, also die ihm wirklich eine Lösung, die funktioniert, bereitgestellt hat. Durch den hybriden Ansatz haben sie auch solche Effekte, dass sie also Bereiche, die technologisch und mechanisch anspruchsvoll sind, also die Lasten transferieren, in einer bewährten Technologie lassen können und nur in den zunächst unkritischen Bereichen aufs GFK, also den Faserverbund wechseln. Wir haben natürlich eine Massereduktion erreicht, einfach wenn Sie ein paar Kubikmeter Guss aus so einem Bauteil rausschmeißen und durch GFK ersetzen, dann sinkt die Masse automatisch. Aber das war an der Stelle gar nicht so das Hauptthema. Das Hauptthema für den Kunden und am Ende auch der Entscheidungstrigger für den Serieneinsatz ist letztendlich, dass Sie die Kosten und vor allem die Transport- und die Logistikkosten durch den Wechsel auf die hybride Lösung senken können. Und gleichzeitig mit der Aufteilung in eine lasttragende Komponente und eine aerodynamische Komponente am Bauteil oder an der Baugruppe haben Sie natürlich auch automatisch eine Skalierbarkeit für andere Baugrößen, weil Sie also den eigentlich lasttragenden Teil nur geringfügig skalieren müssen und den aerodynamischen Teil im GFK natürlich beliebig größer machen können, ohne dass Ihnen Ihre Massen und Ihre technologischen Herausforderungen komplett durch die Decke gehen. So, und das haben wir ja in dem einen oder anderen in den letzten Vorträgen, Präsentationen immer mal wieder gesagt. Wir haben so ein bisschen leiden unter dem Problem, dass man das Wort Leichtbau, was wir ja auch im Namen tragen, doch relativ stark mit Faser verbunden
assoziiert, deswegen auch gleich als nächstes nochmal ein Beispiel, wo wir auch Leichtbau mit Metallen problemlos realisieren können. Hier das Beispiel hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, unser geliebter Rollenhebel. Der Rollenhebel kommt also aus einer Verarbeitungsmaschine, ist ein ganz klassisches Maschinenbauelement, umläuft also eine kreisförmige Kurvenscheibe und jedes Mal, wenn er auf der Kurvenscheibe eine gewisse Geometrie überrollt, öffnet und schließt er eine Mechanik. In der Anwendung in der Papierindustrie, wo wir hier unterwegs waren, extrem hohe Toleranzen, verhältnismäßig hohe Drehzahlen. Und das Problem, was der Kunde hier hatte, war, dass wenn er die Performance seiner Maschine steigern wollte, aufgrund der Stahlkonstruktion, die er bis jetzt hatte, einfach der Rollenhebel von der Kurvenscheibe abhob und seine Genauigkeit, seine Präzision also wegging. Und das Problem für uns als Entwickler und als Unterstützer ist letztendlich gewesen, dass wir eine gegebene Konstruktion haben, wir haben einen gegebenen Bauraum, wir haben letztendlich auch eine gegebene Technologie, eine gegebene Mechanik. Und da jetzt noch eine Masseoptimierung zu machen, ist immer in der Regel relativ schwierig. Wir haben dann, und das soll das Bild hier so ein bisschen zeigen, wir haben über verschiedene Topologieoptimierungsansätze hier uns zunächst mal unter Beibehaltung von definierten Schnittstellen, also die Mechanik zur Welle, Sie sehen also hier so eine ganz klassische Welle-Naben-Verbindung, die natürlich weiter beibehalten werden sollte, um auch das Vertrauen beim Endkunden zu stabilisieren und beizubehalten. Haben wir uns erstmal angeguckt, was können wir hier überhaupt tun, und das war ein entscheidender Punkt in dem Projekt, nicht die Masse zu reduzieren, sondern letztendlich das Rotationsträgheitsmoment des Bauteils. Und dann hat uns die Software natürlich verschiedene Lösungen vorgeschlagen und wir haben zusammen mit dem Kunden und mit unserem mechanischen Know-how darüber geguckt, haben aus diesen Softwarevorschlägen, die man so natürlich in Großserie nicht realisieren kann, ein verfahrensgerechtes, nämlich ein fräsgerechtes Design abgeleitet, haben gleichzeitig den Werkstoff von Stahl auf Aluminium gewechselt und konnten jetzt am Ende mit dem Ergebnis den Kunden in die Lage versetzen, seine Maschine um ca. 25% schneller betreiben, beziehungsweise seinen Endkunden eine höhere Betriebsgeschwindigkeit der Anlage zu realisieren. Und das bei nahezu identischen Kosten für das Bauteil ist natürlich am Ende im Markt für unseren Kunden ein entscheidender Vorteil, weil er einfach seinen Endkunden Maschinen und Anlagen zur Verfügung stellen kann, die den Endkunden wesentlich höhere Produktivitäten ermöglichen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Wir reden hier nicht darum, dass das Bauteil am Ende immer preiswerter wird, sondern unser Ziel ist es, in den ganzen Machbarkeitsstudien und in den ersten Beratungsgesprächen mit dem Kunden erstmal zu eruieren, wo können wir das Gesamtprodukt, das Gesamtpaket optimieren. Und da kann es durchaus in Einzelfällen auch mal sein, dass wir bestimmte Bauteile schwerer machen müssen, um an anderen Stellen vielleicht die Performance und nicht nur die Masse zu optimieren. Und ein weiteres Beispiel, und Sie sehen hier in den letzten Beispielen relativ viel Metall, jetzt sind wir wieder im Bereich einer Hybridlösung, war ein Transportbalken. Der Transportbalken hier ist ein schnell bewegtes Element, was auf Ketten geführt wird. Und das Problem, was der Kunde hier hatte, ist eine klassische Blechkonstruktion gewesen, also sehr preiswert, sehr bewährt. Alle sind eigentlich glücklich mit dem System, nur die Kollegen in der Instandhaltung nicht. Weil das doch relativ schwere Bauteil, was bisher eingesetzt wurde, zu relativ hohen Kräften in der Lagerung geführt hat und dort eben relativ viel Verschleiß gemacht hat und die Kollegen aus der Instandhaltung immer wieder vor Problemen gesessen haben. Und hier hatten wir noch ein zweites Problem. Hier ging es nicht nur um die reine Mechanik zu ersetzen, sondern wir wollten auch, oder der Kunde wünschte sich bei der Gelegenheit gleich eine aerodynamische Optimierung. Weil wenn Sie weggehen von einer klassischen Blechkonstruktion, können Sie natürlich auch so Nebeneffekte nutzen, wie beispielsweise ein Bauteil auch aerodynamisch optimieren. Und das haben wir geschafft, haben gemeinsam mit einem Partner, das war ja auch ein Thema, was der Carsten Wippler schon genannt hatte. Wir sind einfach von der Größe her zwar sehr schnell, sehr flink und wir haben auch extrem großes Know-how, aber eben bei weitem nicht auf allen Gebieten und wir kennen unsere Grenzen und für jede Grenze, an die wir stoßen, kennen wir aber auch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und hier haben wir uns ein Ingenieurbüro, einen Partner gesucht, der uns die aerodynamische Auslegung gemacht hat
Und am Ende konnten wir dem Kunden quasi ein schönes Hybridbauteil, eine schöne Hybridbaugruppe anbieten, was seine bisherige Schweißkonstruktion ersetzt, was sogar teurer ist im Einkauf zunächst, aber da wir eben eine geringere Masse haben, eine verbesserte Aerodynamik und damit am Ende geringere Kräfte auf die Lagerung und damit die Wartungskosten beim Endkunden senken konnten, auch wieder dieses Problem oder dieser Hinweis auf die Gesamtsystembetrachtung, wo Sie also versuchen, an einer Stelle was zu optimieren, um Effekte an ganz anderen Stellen zu realisieren. Und das ist uns also ganz wichtig, dass wir versuchen, mit Ihnen, mit den Kunden gemeinsam Systeme im Komplex zu betrachten und für das Gesamtumfeld eine Lösung zu finden. So, und um die Beispiele so ein bisschen abzurunden, selbstverständlich ist an uns, und wir haben da ja, sind in dem Markt schon einige Jahre unterwegs, wir haben also vor 5 Jahren schon den ersten Wasserstoffdrucktank realisiert, ist an uns der Hype im Bereich des Wasserstoffs nicht vorbeigegangen. Das ist auch durch die diversen Fachveröffentlichungen gegangen. Wir arbeiten aktuell mit BMW gemeinsam in einem relativ großen geförderten Projekt zusammen, wo wir versuchen, optimierte Wasserstofftanks zu entwickeln. Diese Optimierung wird sich natürlich auch auf den Wasserstofftank selbst beziehen. Hier gibt es vor allen Dingen technologische Optimierung, weil eine Sache, und vielleicht hat der eine oder andere in der letzten Woche meinen Vortrag gehört beim Composites United, wo wir ja auch immer wieder in Vernetzung und Interaktion mit Partnern gehen. Was man da rauslesen konnte, was man feststellen muss, wenn man Wasserstoff unter hohen Drücken speichert, ist irgendwann eine Gewichtsgrenze am Speichersystem erreicht. Das Speichersystem, und das ist aktuell die Aufgabenstellung, die wir so ein bisschen bearbeiten, das Speichersystem kann optimiert werden hinsichtlich Materialeinsatz, kann optimiert werden hinsichtlich Technologie, kann optimiert werden hinsichtlich Fertigungskosten und wo man aktuell sehr viele Hoffnungen reinsetzt und was der Schwerpunkt von diesem öffentlich geförderten Projekt ist, auch in die Bauraumanpassung. Also wie kriege ich in einem gegebenen Bauraum möglichst viel Wasserstoff unter, weil man, das verdeutlicht dieses Bild hier schön, halt mit so einem klassischen Drucktank immer relativ klobige Systeme mit sich rumträgt. Letztendlich kommt man aber unterm Strich immer zu dem Fazit, dass eine Druckspeicherung von Wasserstoff eine gewisse Masse an Material erfordert und die auch nicht zu unterschreiten ist. Was also unsere Aufgabe so ein bisschen ist, und da schließt sich der Kreis und damit will ich auch langsam zum Ende kommen, was das Engineering angeht. Und ich hoffe, ich konnte das deutlich machen. Was wir halt wirklich versuchen, ist das Ganze immer als System zu betrachten und eine Optimierung im Gesamtsystem vorzunehmen. Und da ist eben beim Wasserstoff inzwischen die Erkenntnis so ein bisschen, ja, am Drucktank kann man noch verschiedene Optimierungen machen. Das wird aber wahrscheinlich uns nicht den großen Leichtbaudurchbruch bringen und die große Masseeinsparung. Unser Ziel muss es also sein, dort die Masseeinsparung an den umgebenden Systemen zu realisieren. Also die gesamte Karosserie beim Auto oder die gesamte Luftfahrtstruktur drumherum zu optimieren und das Mehrgewicht, was man sich durch die Wasserstoffspeichersysteme und die Wasserstoffsicherheitssysteme reinholt, um das Mehrgewicht zu kompensieren. Und damit bin ich dann auch am Ende. Ich hoffe, ich konnte einen ersten Einblick geben in das Engineering. Wie gesagt, Sie haben im Chat jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können natürlich, und da würden wir uns sehr darüber freuen, am Ende im Nachgang auf uns zukommen und uns mit Fragen löchern. Wir freuen uns da jedes Mal mit Kunden auch einfach so ins Gespräch zu kommen und ihre Sorgen, Nöte, Herausforderungen kennenzulernen. Und für uns als Engineering-Abteilung, die ja inzwischen auch die Berechnungsgruppe mit umfasst, ist es immer ganz wichtig, dass wir verlässliche Daten haben über die Werkstoffe, die wir einsetzen und dass wir am Ende auch ein kleines Korrektiv haben, was uns hinterher sagt, ob das, was wir uns ausgedacht haben, die Anforderungen auch wirklich aushält. Und da sind wir sehr froh, dass wir die Prüfgruppe mit im Haus haben und der Ralf Bochinek wird Ihnen jetzt in den nächsten Minuten einen kurzen Einblick geben, was in der Prüfgruppe möglich ist. Ich
bedanke mich soweit. Ich hoffe, dass wir im Nachgang noch über ein paar Fragen reden können und übergebe jetzt an den Ralf Bochinek. Ja, hallo zusammen. Kai, vielen Dank für die Einleitung. Erstmal von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe gerade die Rückmeldung gekriegt, wir sind über 100 Zuhörer oder Zuseher. Von daher hoffe ich, dass wir Sie nicht zu sehr langweilen und dass Sie weiter noch bei uns bleiben. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ralf Bochinek. Ich bin am LZS für den Bereich Werkstoff, Bauteil und Systemprüfung verantwortlich. Inzwischen seit knapp 12 Jahren an der Firma. Bin ursprünglich als Berechnungsingenieur eingestiegen, aber gut, ohne jetzt einen Krieg vom Zaun zu brechen. So, ja, jetzt haben wir es. Das wurde dann irgendwann zu langweilig, vielleicht nicht, aber als Berechner hat man viel mit Werkstoffprüfungen zu tun und so bin ich dann langsam Schritt für Schritt in den Prüfbereich gerutscht und jetzt inzwischen verantwortlich für den ganzen Testbereich. Das beinhaltet zum einen natürlich die Abstimmung mit dem Kollegen oder den Kollegen von Herrn Steinbach, also unserer Engineering-Gruppe. Wir arbeiten als interner Dienstleister für die Kollegen, wenn Bauteile entwickelt werden sollen, wenn Konzepte entwickelt werden sollen und so weiter. Aber natürlich auch ganz klassisch als externer Dienstleister im Bereich Werkstoffe, im Bereich Bauteilprüfung, im Bereich Subkomponentenprüfung. Ja, als die Kollegen auf mich zukamen und mit der Bitte, diesen kleinen Vortrag hier vorzubereiten, habe ich mir die Frage gestellt, warum prüfe ich eigentlich? Warum mache ich das alles? Und kurzes Nachdenken, ich habe mich dann in unterschiedliche Rollen reinversetzt, kam für mich kam die Antwort, ja klar, wenn ich Berechnungsingenieur bin, dann prüfe ich will Materialkennwerte für meine Materialkarte haben. Wenn ich im Vertrieb arbeite, brauche ich ein Datenblatt, um meinen Kunden, meinen Werkstoff, mein System besser verkaufen zu können. Wenn ich in der Markteinführung arbeite, dann brauche ich natürlich eine Zulassung für mein Bauteil. Das heißt, ich brauche bestimmte Tests, die der TÜV oder wie auch immer geartete Stellen fordern. Ja, wenn ich in der Vorentwicklung tätig bin, brauche ich Entscheidungskriterien, welchen Werkstoff kann ich für welche Funktion einsetzen. Diese Antworten nach ein bisschen Nachdenken haben mich nicht ganz zufriedengestellt und sie sind zwar richtig, aber sie treffen den Punkt nicht wirklich. Und wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dann kommt man auf diese Antworten. Warum prüfe ich? Ich prüfe, weil ich verstehen will, ich prüfe, weil ich entscheiden will und ich prüfe, weil ich Vertrauen haben möchte oder Sicherheit bekommen möchte. Und genau diese 3 Punkte, das ist genau der Kern unseres Arbeitens, das ist der Kern unseres Handelns, dass wir unseren Kunden möglichst die bestmögliche Zufriedenheit geben, dass unser Kunde seine Werkstoffe versteht, dass unser Kunde die relevanten, die wichtigen Entscheidungen treffen kann und natürlich, dass der Kunde Vertrauen bzw. Sicherheit in seinen Werkstoff, sein Bauteil, in sein System bekommt. Und genau diese Punkte, verstehen, entscheiden, vertrauen, das ist, wie gesagt, ich habe da kurz drüber nachgedacht, das ist genau der Punkt oder das ist die Grundlage unserer täglichen Arbeit, unserer täglichen Entscheidungen, unseres täglichen Handelns, wie wir hier am LZS agieren. Das heißt, wir möchten Sie als Kunde bestmöglich zufrieden machen. Natürlich immer entsprechend Ihren Anforderungen, aber wichtig ist einfach nur, dass wir verstehen, dass wir Ihnen helfen müssen, dass Sie genau verstehen, entscheiden, vertrauen können. Genau, und in diesem Zuge, wie gesagt, bin ich mir sicher, wenn ich mein Team anschaue, wenn ich unser Team anschaue, dass wirklich jeder Mitarbeiter mit Herzblut dahinter ist, um Sie in Ihrem täglichen Arbeiten zu unterstützen und zufrieden zu machen. Im Zuge dessen vielleicht genau die Frage, was machen wir am LZS eigentlich? Ganz kurz zusammengefasst, natürlich sind wir im Bereich der Werkstoffprüfung unterwegs, skalenübergreifend natürlich auch Level höher, also sprich wir prüfen Subkomponenten, wir prüfen Komponenten, wir prüfen komplette Bauteilsysteme, wobei die Grenze natürlich immer fließend ist. Und wenn man wie wir im Bereich der Vorentwicklung unterwegs ist, dann greift man natürlich oft auf Normen, standardisierte Testmethoden zurück, aber man braucht immer wieder neue Testmethoden. Und diese neuen Testmethoden entwickeln wir gerne, das machen unsere Ingenieure gerne. Das sind, ich sage so, das sind die Aufgaben, die die Kollegen gerne oder lieber machen. Die Standardtests, die sind zum Geld verdienen. Die innovativen Testmethoden, die sind um Spaß zu haben. Und das sind genau die Aufgaben, die wir zusammen mit unseren Kunden erfüllen, aber die wir auch in internen Projekten umsetzen, wenn wir sehen, dass bestimmte Testmethoden oder bestimmte Normen nicht das abdecken, was
wir vom Werkstoff, was wir vom Bauteil sehen möchten. Und natürlich im dritten Level die akkreditierten oder Kundenzulassungen, Testmethoden. Hier arbeiten wir eng, komme ich später noch drauf zurück, mit unserem Partner Rolls-Royce zusammen. Das ist dann, wenn man das Qualitätslevel betrachtet, natürlich die höchste Stufe, wenn man im Bereich Luftfahrt ist oder natürlich im akkreditierten Prüflabor. So, die Kollegen haben gesagt, zeig mir schöne Beispiele. Der Herr Kai Steinbach hat das schon gut gemacht, hat wunderbare Bauteile gezeigt. Im Prüfbereich haben wir immer ein bisschen das Problem, dass wir nicht wissen, was wir zeigen sollen. Die Kollegen vom Marketing fragen immer, gib mir doch was zur Messe mit. Ich sage immer, ja wunderbar, du kannst von mir einen Zugprüfkörper haben, der ist in der Mitte auch kaputt. Aber das ist nicht wirklich spannend. Das heißt, man kann nicht wirklich viele Bilder bei uns zeigen. Ich habe kurz ein paar Impressionen zusammengefasst, die vielleicht so unser Level, in dem wir arbeiten, abbilden. Hier sehen Sie zum Beispiel eine DEC-Aufnahme oder eine Aramis-Aufnahme eines DCB-Prüfkörpers, wo man wunderbar schön die Dehnungsfelder erkennen kann. Genau diese Tests, die tragen dann auch wirklich zum Werkstoffverständnis bei. Ein Level höher vielleicht, wenn wir im Bereich Subkomponenten oder Materialauswahl sind, sehen Sie ein Bild eines Fallversuches von unserem Fallturm bis zu 27 Meter hoch. Das heißt, da kann man wirklich wunderbare Tests fahren, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die 27 Meter meistens nicht ausgereizt werden, weil meistens unsere Kunden die Bauteile nicht wirklich kaputt machen wollen, sondern dass es natürlich definierte Lastszenarien, Load Cases etc. gibt. Im nächsten Level ein kleines Ratespiel. Das ist nicht das Virus, was uns seit einem Jahr beschäftigt. Das ist ein Gelatine-Drop-Test oder Gelatine-Beschusstest. Quasi ein Vorversuch für die eigentlichen Bird-Strike-Tests, die im Bereich der Luftfahrt oder testen dieser Lastfall, der im Bereich der Luftfahrt sehr relevant ist. Hier wurden quasi mit unserem pneumatischen Prüfstand quasi Gelatine-Prüfkörper hergestellt, die dann auf unterschiedliche Konfigurationen von CFK oder FKV-Bauteilen geschossen wurden, um einfach zu sehen, wie ist danach das Werkstoffverhalten, wie ist das Schädigungsverhalten und so weiter. Und vielleicht noch ein Level höher, ein Bauteiltest eines Crash-Elements. Dieses Level, muss man ehrlich sagen, ist nicht bei uns direkt durchgeführt, aber das führt mich zu einem weiteren wichtigen Punkt. Wenn wir Tests nicht wirklich durchführen können, und ich glaube, das hat der Carsten und der Kai auch schon sehr schön gesagt, dann haben wir hier in Dresden ein wunderbares Netzwerk, bei dem wir wirklich, ich sage mal so, ein Anruf genügt und man findet relativ schnell einen Partner, mit dem man zusammen Tests durchführen kann. Und das ist eine Arbeitsumgebung, ich mag sie sehr. Das heißt, in Dresden ist es wirklich ein gutes Netzwerk. Sicher gibt es Firmen, wo sich die, ich sag mal, Bereiche leicht überschneiden, aber prinzipiell arbeitet man eher zusammen, anstatt man sich, ich sag mal, auf dem Markt hart bekämpft. So, das kurz als Impression zu den Prüfungen, die wir so durchführen. Wie gesagt, es gibt ein wirklich breites Portfolio. Wenn Sie Ideen gerade im Kopf haben, sprechen Sie mich an. Wir können solche Sachen gerne diskutieren. Zum nächsten Punkt. Was im Bereich der Prüfung natürlich relevant ist, wenn nicht sogar essentiell, Qualitätsmanagementsystem. Das heißt, ja klar, wir haben ein Qualitätsmanagementsystem und viele von Ihnen werden das sicher wissen. Es ist nicht damit getan, dieses Qualitätsmanagementsystem zu haben, sondern es geht weiter. Dieses Qualitätsmanagementsystem muss gepflegt werden, es muss gelebt werden und natürlich kommen auch ab und zu ein paar Auditoren vorbei, um uns zu prüfen, ob wirklich alles so funktioniert, ob alles so geregelt ist, wie es in den Unterlagen steht. Ich sage immer so gern, nach dem Audit ist vor dem Audit, das heißt, es geht immer weiter. Und hier vielleicht eine kurze Zusammenfassung vom Jahr 2020, vom letzten Jahr. Im April hatten wir unser Audit zur DIN EN ISO 17025. Das ist die Akkreditierung, die wir als Prüflabor haben. Das ist, wenn man so sagen möchte, vielleicht das höchste Qualitätslevel, was uns als Prüflabor befähigt, Prüfungen durchzuführen. Audit wunderbar bestanden. Es geht weiter. Im Juni 2020 das Audit nach DIN EN ISO 9001. Das ist die Norm, die, ich würde sagen, inzwischen alle Firmen haben. Also selbst mein Zahnarzt hat eine 9001-Zulassung. Das ist wirklich, ich sag mal, Basis, das Grundverständnis an Qualitätsbewusstsein, was in jeder Firma vorhanden sein sollte. Und zum Schluss natürlich im November 2020 das Audit von Rolls-Royce. Bei Rolls-Royce sind wir als Testhaus zugelassen, das heißt, wir sind für Rolls-Royce befähigt,
Werkstoffprüfungen an Faserkunststoffverbunden durchzuführen. Sie sehen da, wenn uns in der Auflösung passt, eine kleine Liste von den Tests. Also sprich, genau, Werkstoffprüfungen an Faserkunststoffverbunden, aber auch Impact- und Beschussprüfungen an Faserkunststoffverbunden, aber auch Metallen jeglicher Art. Diese Zulassung von Rolls-Royce war harte Arbeit, aber inzwischen ist das eine wirklich sehr gute und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Kollegen in Dahlewitz und auch in Derby in England, so dass wir wirklich diese Zusammenarbeit schätzen. Und all diese Audits, die wir durchgeführt haben, das ist vielleicht die wichtigste Sache, die man sagen muss. Inzwischen ist es so, dass wir nicht Monate vor dem Audit unsere Kollegen beschäftigen mit dem Erstellen von Dokumenten, mit dem Nachreichen von Unterschriften. All diese Audits sind wirklich so durchgeführt worden, dass es natürlich kurz vorher eine kleine Besprechung gab, aber dass keine gesonderte Vorbereitung passiert. Das heißt, man geht wirklich jeden Tag, wie jeden Tag normal auf die Arbeit, außer dass da zufälligerweise der Auditor vor der Tür steht und unser System, unsere Systeme, Qualitätsmanagementsysteme funktionieren so gut, dass man das wirklich, ja, ich sag mal, aus der Schublade ziehen kann. Sicher, es passieren immer mal wieder kleine Fehler oder kleine Abweichungen. Ich sage immer ganz frevelhaft, wir bauen die wirklich ein, damit der Auditor auch glücklich ist, weil wenn er mit einem leeren Blatt Papier nach Hause geht, ja, dann ist er auch nicht ganz zufrieden. So, was machen wir noch im Bereich Prüfung? Sicher, wir prüfen, aber was vielleicht schon beim Kai Steinbach rauskam, wir sind relativ viel im Bereich der Vorentwicklung unterwegs. Das heißt, wir sind gezwungen oder wir machen es natürlich auch gerne, zusammen mit unseren Kunden, aber auch zusammen oder in internen Projekten neue Prüfvorrichtungen, neue Prüfstände zu entwickeln. Und darüber möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben, um daraus vielleicht dann die Trends, die im letzten Jahr so entstanden sind, abzuleiten und vielleicht auch ein paar Punkte für eine Diskussion reinzuschmeißen. Wie gesagt, ganz grob, lesen kann es jeder selber. Das ist eine Zug-, Links- oder beziehungsweise Schubprüfvorrichtung für Sandwichverbunde im Bereich für Prüfungen 120 Grad bis zu 25 Kilonewton, wobei man sagen muss, die Prüfvorrichtungen wurden natürlich für höhere Lasten ausgelegt. Die 25 Kilonewton, die sind in Kundenprojekten validiert worden. Als nächstes ein wichtiges Thema, was mehr und mehr in den Fokus rückt. Hier nur erstmal ein Beispiel. Das ist eine Zug- und Schubprüfvorrichtung für 3D gedruckte Strukturen. Sie sehen es da, also die rechte Prüfvorrichtung ist für 3D gedruckte Einzelstreben, die linke Prüfvorrichtung ist für Gitterstrukturen, die alle im Hochtemperaturbereich bis zu 850 Grad, Lasten bis 10 Kilonewton, wobei der gleiche Hinweis wie bei der Folie davor gilt hier auch, bis 10 Kilonewton validiert. Höhere Lasten sind aber rein theoretisch oder sind entsprechend der Auslegung der Prüfvorrichtungen natürlich auch möglich. Und vielleicht als letztes, ich habe leider kein schöneres Bild gefunden, unsere neue Druckprüfvorrichtung, die Kunststoffe im Bereich oder faserverstärkte Kunststoffe für Druckprüfungen oder einer Druckprüfung unterziehen kann. Und hier der wichtigste Punkt, den wir haben, ist, dass wir den Temperaturbereich auf 250 Grad Celsius erweitert haben. Und vielleicht, wenn Sie diese ganzen Beispiele jetzt schon sehen, sind das die Trends, die wir aktuell mitbekommen. 3D gedruckte Strukturen gewinnen immer mehr und mehr an Relevanz. Es wird viel in die Entwicklung hineingesteckt. Diese 3D gedruckten Strukturen umfassen natürlich die Kunststoffe, wo vielleicht die Marktreife schon ein Stück weiter ist, weil es tendenziell vielleicht auch einfacher ist. Stecke ich nicht zu sehr so tief im Detail, aber natürlich auch 3D gedruckte oder generativ gefertigte, additiv gefertigte Metalle. Und dieser Bereich, das ist wirklich ein Bereich, wo wir merken, da geht die Entwicklung hin, da sind besonders unsere Kunden aus dem Bereich Luftfahrt und natürlich auch aus dem Maschinenbau, aus dem Anlagenbau natürlich hoch interessiert, solche Werkstoffe zu nutzen, um natürlich in Hochtemperaturbereiche hineinzukommen. So, und das sind genau diese Punkte. Wenn wir mit Metallkollegen reden, dann können wir natürlich als Experten für Faserkunststoffverbunde natürlich auch Richtungsabhängigkeiten, Anisotropien etc. viel besser erklären, weil diese Effekte treten natürlich auch verstärkt bei 3D-Druckverfahren auf. Der zweite Bereich, was wir ganz klar merken, auch im Bereich der Faserkunststoffverbunde, ist, dass die Temperaturanwendungen oder die Temperaturanforderungen weiter steigen. Das heißt, Sie sehen es hier, diese Prüfvorrichtung haben wir nicht ohne Grund entwickelt, nur weil wir es können, sondern die wurde entwickelt, weil natürlich versucht wird, dass Faserkunststoffverbunde auch in höheren
Hochtemperaturbereichen, sprich bis zu 250 Grad, eingesetzt werden. Der klassische Anwendungsfall ist aktuell vielleicht, wenn wir über Epoxy-Systeme reden, 100, 120, 150 Grad, aber dann kommt man auch schnell an seine Grenzen. Dies war ein kleiner Überblick über, ich sag mal, die Eigenentwicklung, Kundenentwicklung, die wir zusammen letztes Jahr getan haben. Genau, zum Abschluss ein kleines Ratespiel. Was machen wir im Prüfbereich? Natürlich, wenn Sie diese Tabelle sehen, was denken Sie, was Sie sehen? Sieht hochkomplex aus, auf den ersten Blick vielleicht, und hat im Entferntesten auch nicht wirklich etwas mit Prüfen zu tun. Dies ist unsere Prüfmatrix, dies ist unsere Verlinkungsmatrix für unsere neue Homepage. Und das ist vielleicht abschließend, was ich Ihnen noch gerne vorstellen möchte, dass wir wirklich in harter Arbeit es geschafft haben, unseren Internetauftritt unseres Prüflabors, ich sag mal, den Gegebenheiten der Zeit anzupassen mit einem modernen Kachelsystem, mit Seiten, die wirklich auch von mobilen Endgeräten genutzt werden können, um einfach Ihnen die Möglichkeit zu geben, schneller zu stöbern, zu sehen, was kann das LZS. Auf der linken Seite kurz ein paar Zahlen dazu. In Summe, die vorher gezeigte Matrix beinhaltet 322 Verlinkungen. Wir haben zusammen wirklich in harter Arbeit, wirklich jede Seite wurde mit den richtigen Informationen hinterlegt, 120 Arbeitsstunden diese Seite zusammen mit unserem Team erarbeitet. Es gibt insgesamt 34 Unterseiten. Insgesamt wurden 12 Pizzas verteilt. Warum der ganze Spaß? Natürlich, damit wir jetzt eine gute, schöne Homepage haben. Das heißt, Sie sind, wenn Sie es nicht schon getan haben, natürlich immer dazu eingeladen, danach zu schauen, da zu stöbern, um sich Informationen zu besorgen und natürlich dann im nächsten Schritt gern bei mir, gern bei meinen Kollegen anzurufen und das Gespräch zu suchen. In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, ich freue mich auf Ihre Anmerkungen und übergebe jetzt an den Kai Steinbach. Ja, wir hatten ja gesagt, wir wollen am Ende noch so ein kleines Q&A machen. Es sind tatsächlich ein paar kleine Fragen und auch ein paar hilfreiche Anmerkungen im Chat unterwegs gewesen. Ein Thema, was aufkam, ist die Frage nach der Optimierung von Spritzgussbauteilen und Hinterspritzbauteilen. Ja, natürlich machen wir sowas. Das Problem, was wir immer haben, der Ralf Borinek hat es ja an mehreren Stellen gesagt, wir sind viel in der Vorentwicklung unterwegs. Wir können also bei weitem nicht über alle Projekte, die wir realisieren, reden. Aber ja, Optimierung von Spritzgussbauteilen ist auch ein Schwerpunkt bei uns und natürlich immer mit dem Thema Hybridisierung. Und dann ist man ganz schnell beim Hinterspritzen von entweder Metallen oder vielleicht sogar Organoblechen. Hier können wir auch durch die Kooperation mit dem ILK sogar in Praxis, also auf der 2300 Tonnen Maschine, abmustern. Das ist also sehr elegant, weil auch da wieder der Punkt ist, das, was sich der Ingenieur vorher ausgedacht hat, muss man natürlich am Ende irgendwo in Praxis mal beweisen. Und das andere Thema, was wir tatsächlich haben, ist die Frage oder der richtige Hinweis, dass natürlich die Simulation immer ganz wichtig ist und vor allen Dingen die Interaktion zwischen Prüfung und Simulation, also dass der eine dem anderen nachweist, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise wo er noch was verbessern kann. Und der Hinweis ist völlig richtig, weil das haben wir alle, die in dem Feld Vorentwicklung, Materialentwicklung unterwegs sind, schon schmerzhaft gelernt. Wenn man da nicht eine enge Abstimmung miteinander macht, dann kommt man irgendwann in Schwierigkeiten. Das Thema ist deswegen eines der Schwerpunktthemen. Ich habe jetzt relativ wenig Simulationsbeispiele bei uns dabei gehabt, aber Sie können natürlich sicher sein, dass alle Produkte, die wir für den Kunden entwickeln, am Ende auch vorher eine ausführliche und vor allen Dingen versuchstechnisch abgesicherte Simulation hinter sich gebracht haben. Ich freue mich sehr, dass wir hier so einen intensiven auch Austausch im Chat haben. Ich hoffe, die Fragen sind soweit erstmal beantwortet. Ganz klar, wie Ralf gesagt hat, kommen Sie einfach im Nachgang auf uns zu. Schreiben Sie uns direkt an. Nicht nur die Prüflabor-Homepage ist sehr nett geworden, auch der Engineering-Teil ist noch in zwar einem alten Design, aber sehr informativ. Und ich ahne schon fast, was wir da als Projekt dieses Jahr haben. Nichtsdestotrotz kommen Sie einfach auf uns zu, rufen Sie uns an und dann sehen wir zu, dass wir mit Ihnen in Kontakt kommen.
Das so viel als Q&A von meiner Seite und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich übergebe noch für die letzten Worte an den Carsten Wippler und hoffe, dass der eine oder andere einfach auf uns zukommt und wir was Schönes miteinander machen können. Bis dahin, vielen Dank. Ja, was mir nun bleibt, ist nochmal lächelnd wirklich in die Kamera zu schauen und vor allen Dingen mich für ja, Ihre Zeit und Ausdauer zu bedanken. Wir hatten eine minimale Fluktuation, wir haben konstant über 100 Zuschauer gehabt und ich denke, das Format hat sich in einer gewissen Form ja, bewährt gemacht. Es wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein. Insofern freuen Sie sich, uns das nächste Mal in der Kamera, für die war aber natürlich in Persona zu sehen und ja, ich freue mich irgendwann wieder im Auto auf dem Weg zu Ihnen zu sein und gerne auch zusammen mit Herrn Bochenek und Herrn Steinbach oder auch immer welchen Kollegen Sie halt wünschen, dabei zu sehen. Vielen lieben Dank, bleiben Sie vor allen Dingen gesund und ja, ich freue mich auf 2021 und die Jahre danach. Vielen Dank an unsere Bestandskunden und noch auch Dank an die Kunden, die da kommen mögen und natürlich an alle Kollegen, die gegebenenfalls auch zusehen. Ahoi, danke.